So, liebe Freunde der Sonne, ich kann es kaum glauben, aber wir sind schon wieder unterwegs und diesmal ist es die große Eurodyssee, for a lack of better words. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich kann jetzt das machen, was ich schon immer einmal machen wollte, und zwar auf eine längere Vanlife-Tour gehen. Mehr oder weniger einmal rund um Europa. Der Plan ist tatsächlich, dass ich beginnend in Hamburg erst einmal Richtung Holland fahre, irgendwo an der holländischen Grenze übernachte, dann weiter nach Belgien. Dort besuche ich einmal Brügge und dann relativ zügig an die französische Atlantikküste, entlang oder runterfahren bis nach Spanien. Dann Spanien rüber Richtung Barcelona. Und in Barcelona plane ich dann Patrick am Flughafen einzusammeln. Und dann reisen wir weiter gemeinsam an der Côte d'Azur entlang Südfrankreich rein nach Norditalien, die ligurische Küste entlang. Und dann rüber in die Toskana, nach Slowenien, nach Tschechien, Polen und dann an der Ostseeküste zurück Richtung Hamburg. Das ist der Plan. Mal gucken, ob das klappt. Vor allen Dingen mit dem Van, weil der Van ist ja immer so ein bisschen ein Thema mit dem Ding. Also, wir fahren jetzt erstmal los und ich halte euch dann unterwegs auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und ob das alles wie geplant über die Bühne geht, das seht ihr jetzt. Aber erstmal heißt es Strecke machen. Durch Friesland durch, nach Holland hinein, übers Eiselmeer hinüber, bevor wir dann das erste Mal eine Mittagspause machen können. Auf diesem Platz könnte man sogar übernachten, denn die Stellplätze dort am Wasser sind für Wohnmobile reserviert, inklusive Stromanschluss. Aber uns zieht es weiter. Wir wollen heute noch an Amsterdam vorbeikommen. Um dann unseren ersten Stellplatz zu erreichen. Urlaub auf dem holländischen Bauernhof. Für Kinder und Hunde ist dieser Platz ideal. Das ist das perfekte Urlaub auf dem Bauernhof-Erlebnis. Hier gibt es Hühner, hier gibt es Schafe, hier gibt es Kühe, hier gibt es Trecker und am besten Softeis direkt aus der Maschine.
Und weiter geht die wilde Fahrt über die holländischen Autobahnen. Man fährt jetzt zivilisiert, eigentlich. Und unsere Mittagspause verbrachten wir direkt am Meer mit Ausblick auf die Seelandbrücke. Das Wetter in diesem März war schon fast sommerlich. So, liebe Leute, ich bin in Brügge angekommen und ich stehe hier auf dem hiesigen Wohnmobilstellplatz in der Innenstadt. Der hat den Vorteil, dass man von diesem die Stadt fußläufig erreichen kann. Und das werden wir morgen früh auch machen. In der Zwischenzeit ist hier ein ständiges Kommen und Gehen. Große Wohnmobile, kleine Wohnmobile, Vans, alles dabei. Und das, obwohl der Wohnmobilstellplatz als solches gar nicht so attraktiv ist, außer dass er eben dicht an der Innenstadt liegt. Es gibt ja keine Duschen, es gibt ja kein Klos. Man hat Strom und man steht dicht an dicht. Also wer das mag, der ist hier genau richtig. Aber jetzt geht es erstmal los. Ich zeige euch den Stellplatz. Ich lasse mal die Drohne drüber fliegen, kriege wahrscheinlich Mecker. Und dann gehen wir nach Brügge. Nach dem Spaziergang durch Brügge gibt es dann noch eine wichtige Nachricht. Eine Nachricht, die, ja, wie soll ich das sagen, ohne dramatisch zu wirken, die Auswirkungen haben wird. Die Auswirkungen haben wird auf diese Reise, auf zukünftige Reisen und auch auf den gesamten Kanal eigentlich. Und die Nachricht ist gut oder nicht so gut, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber bleibt dran, das kommt gleich. Die Nachricht, die Botschaft, die Message. Es ist tatsächlich was passiert auf der Fahrt.
Und zwar habe ich schon am ersten Tag gemerkt, dass nachdem der Wagen ein paar Stunden gelaufen ist, also ich bin so knapp 3-4 Stunden gefahren, am Ende der Fahrt, nachdem der Wagen wieder relativ warm gelaufen ist, der nicht so gut das Gas annehmen wollte und tatsächlich auch an einer Ampel einmal ausging. Er sprang dann gleich wieder an und ich konnte weiterfahren auf meinem Campingplatz, alles gut. Am nächsten Tag war eigentlich alles okay, aber ich bin auch nicht so weit gefahren. Und jetzt auf der Fahrt nach Brügge, die war auch wieder etwas länger, bin ich in der Innenstadt an einer Ampel stehen geblieben. Der Motor ging aus und er sprang auch nicht mehr an. Ich konnte gerade noch den kleinen Hügel bergab rollen und an die Seite fahren und in eine kleine Parklücke. Und dort stand ich dann erst einmal für 45 Minuten, habe den belgischen ADAC schon angerufen und der Wagen sprang nicht an. Entsprechend genervt war ich. Ich habe jetzt in die Reparatur des Motors einen Betrag im unteren 5-stelligen Bereich investiert. Und langsam ist Schluss. Das kann es nicht sein. Mittlerweile passiert nach jeder Reise irgendetwas. Gut, es ist ein altes Auto, beim alten Auto muss man immer was machen, aber ich brauche auch die Zuverlässigkeit. Er kriegt jetzt nochmal eine letzte Chance, beziehungsweise anders formuliert, ich bringe ihn jetzt in die Werkstatt und ich lasse das reparieren, sodass der Wagen wieder funktioniert. Und dann muss ich sagen, gibt es Big Eddy 2. Big Eddy, dieser hier, von dem werde ich mich trennen, von dem werden wir uns trennen. Nicht nur wegen dieses Motorenschadens, weil den werden wir jetzt reparieren. Vorher kann ich und will ich den nicht verkaufen. Den werden wir reparieren. Ich habe einfach auch gemerkt, dass der Van für mich zu klein ist. Ich werde einfach auch nicht jünger und es ist alles eng und man räumt die ganze Zeit Sachen von A nach B und ständig liegt irgendwas rum, ständig ist irgendwas weg. Irgendwie hat der Van so viele kleine Ecken und Kanten, dass da ständig was verschollen ist. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns upgraden zu was Größerem. Gleichzeitig habe ich jetzt die Situation, dass der Wagen nicht zuverlässig fährt. Und ich meine Grand Eurodyssee jetzt abbrechen werde. Ich werde damit jetzt nicht an die französische Atlantikküste fahren und womöglich in Frankreich liegen bleiben und mich dann mit dem Straßendienst rumschlagen, der potenziell auch kein Englisch kann. Mein Französisch ist auch nicht so toll. Also werde ich mich jetzt langsam nach Hause hangeln, in der Hoffnung, dass ich da ankomme. Da nehme ich euch natürlich mit. Das wird jetzt eine andere Reise. Ich werde bei ständig kommen hier Wohnmobile an, das ist unglaublich. Ich werde mir bei Park4Night die Route anzeigen lassen und die Plätze, die rechts und links von der Route liegen. Und dann jeden Tag 1,5 Stunden fahren in der Hoffnung, dass der Wagen nicht ausgeht und dass ich irgendwie nach Hause komme. Ihr werdet mehr oder weniger live dabei sein. Und wenn jemand irgendwie eine Ahnung hat, was das Problem sein könnte, dass der Wagen immer, wenn er heiß gelaufen ist, ausgeht und erst nachdem er abgekühlt ist, wieder anspringt, der kann sich gerne melden bei mir. Ich habe die Faxen dicke. Weiter als bis nach Brügge bin ich also nicht gekommen. Und ob es mir tatsächlich gelingt, problemlos nach Hamburg zurückzukommen oder ich gar einen Totalschaden erleide oder eventuell sogar das Beste aus der Situation mache, das ist eine Geschichte für die nächste Folge.